Einkaufen, für viele nur eine alltägliche Erledigung. Doch für Petra wird es heute zum Kraftakt. Die Morgensonne strahlte durch das Küchenfenster, als Petra ihre Tasse Kaffee in beiden Händen hielt. Die Wärme tat gut und sie fühlte sich, erstaunlicherweise, ganz okay. Vielleicht kann ich heute einkaufen fahren, dachte sie. Das war selten. Ein Zeitfenster. Normalerweise spürte sie morgens schon beim Aufstehen, dass ihr Körper nicht mitspielen würde. Doch heute keine Schmerzen in den Händen, keine bleierne Müdigkeit, fast wie früher. Sie nahm sich ihren Einkaufszettel zur Hand und überlegte, ob sie noch mehr erledigen sollte. Wenn ich schon mal Energie habe, könnte ich noch schnell zur Post. Und die Blumen auf der Terrasse, die müssten auch gegossen werden. Doch dann hielt sie inne. Nicht übertreiben. Wie oft hatte sie das schon gemacht? Sich an einem guten Tag zu viel zugemutet, nur um am nächsten völlig erschöpft im Bett zu liegen. Sie seufzte, legte die Einkaufsliste auf den Tisch und zog ihre Jacke an. Anschließend schlüpfte sie in ihre Schuhe und schnappte sich ihre Tasche. Nur das Nötigste, dachte sie sich. Der Parkplatz war nicht zu voll. Das war schon mal gut. Petra stellte ihr Auto ab, atmete tief durch und stieg aus. Schon beim Betreten des Supermarkts umfing sie die typische Mischung aus Kaffeeduft und Reinigungsmittel. Die Musik im Hintergrund war leicht zu laut, die Lichter grell, der Boden spiegelte das Neonlicht wider. Sie hörte Kindergeschrei. All das machte ihr etwas zu schaffen, aber sie versuchte es zu ignorieren. Sie nahm sich einen Einkaufswagen, schob ihn durch die Gänge und fühlte sich okay. Sie wusste genau, was sie brauchte. Milch, Brot, etwas Gemüse, ein paar Kleinigkeiten. Doch dann ein Fehler. Sie griff in ihrer Jackentasche nach der Einkaufsliste. Doch da war Leere. Hitze stieg in ihr auf und ihr Kopf fing an zu pochen. Oh nein, ich habe sie auf dem Küchentisch liegen lassen. Sie spürte, wie der Fibronebel sie erfasste. Ein leichter Druck machte sich in ihrem Kopf breit. Sie versuchte sich zu erinnern. Hatte sie Eier aufgeschrieben oder war es das letzte Mal? Sie wusste es nicht. Hey Petra, na, dich sieht man ja selten hier. Sie drehte sich um und sah Sabine, eine alte Bekannte. Ach, hallo, brachte Petra hervor und versuchte freundlich zu lächeln. Wie geht's dir? Fragte Sabine. Eigentlich ein harmloser Smalltalk. Früher hätte Petra sofort geantwortet, doch jetzt wusste sie nicht, was sie sagen sollte und hatte Wortfindungsstörungen. Ja, es geht so, murmelte sie schließlich. Sabine runzelte die Stirn. Wieso, bist du erkältet? Nein, es ist nur die Fibromyalgie. Ach, das ist doch diese komische Krankheit, wo Ärzte nichts finden, oder? Meinte Sabine mit einem unsicheren Lächeln. Hast du es mal mit Bewegung probiert? Sport hilft doch bestimmt. Petra spürte, wie sich ihre Schultern anspannten. Sie dachte, nicht schon wieder. Es ist nicht so einfach, sagte sie vorsichtig. Manchmal fühlt es sich an, als hätte ich eine Grippe oder als wäre mein Kopf voller Nebel. Ja, das kenne ich, erwiderte Sabine. Ich habe auch ständig so Phasen, wo ich total müde bin. Liegt bestimmt am Wetter. Petra lächelte höflich und dachte, sie versteht es nicht. Als sie weiterging, bemerkte sie, wie erschöpft sie plötzlich war. Sie bog in einen ruhigeren Gang ab und spürte, wie ihre Arme schwer wurden. Dann lehnte sie sich für einen Moment auf ihren Einkaufswagen. Nur kurz ausruhen. Nur einen Moment. Während sie so dastand, ihr Gewicht leicht auf den Wagen gestützt, atmete sie tief durch. Dann schweiften ihre Gedanken ab. Ihr fiel ein Satz ein, den sie mal bei Fibrohilfe auf YouTube gelesen hatte. Pausen sind kein Luxus, sondern Selbstfürsorge. Sie lächelte schwach.
Ja, genau das. Was gönne ich mir, wenn ich wieder zu Hause bin? Überlegte sie. Ein heißer Tee? Eine Wärmflasche? Eine lange Pause auf dem Sofa? Ja, genau das. Als sie zur Kasse ging, spürte sie, dass sie langsamer war als die anderen. Sie kramte in ihrer Tasche nach dem Geldbeutel. Zuerst fand sie ihn aber nicht. Etwas Panik kam in ihr hoch. Doch dann, da war er. Der Kassierer sah sie freundlich an. Alles in Ordnung? Petra zwang sich zu lächeln. Ja, nur ein bisschen langsam heute. Kein Problem, sagte er. Manchmal muss man sich einfach Zeit nehmen. Sie war dankbar für sein Verständnis. Keine ungeduldigen Blicke, keine Kommentare. Nur ein kurzer Moment der Erleichterung. Zu Hause angekommen, stellte sie die Einkaufstaschen ab. Eigentlich wollte sie sich direkt hinsetzen. Doch da waren die Lebensmittel. Die mussten noch weggeräumt werden. Sie sah die Milchtüte an und seufzte. Nur das, was in den Kühlschrank muss, sagte sie zu sich. Jeder Handgriff fiel ihr schwer, aber sie machte es. Langsam. Schritt für Schritt. Zur Belohnung machte sie sich noch einen Tee. Gerade als sie sich setzen wollte, hörte sie die Tür. Ihr Mann kam nach Hause. »Hast du alles bekommen?« fragte er. Etra schmunzelte. »Fast alles. Aber das Wichtigste, ich hab's geschafft.« Er schaute sie an. »Wie geht es dir?« Sie zögerte. Kurz überlegte sie einfach, gut zu sagen, um die Unterhaltung schnell zu beenden. Doch dann atmete sie tief durch. »Puh, es war anstrengender als gedacht«, gab sie zu. Ihr Mann nickte verständnisvoll. »Dann ruh dich erst mal aus. Ich mache uns was zu essen.« Dankbar lächelte sie ihn an. Es tat gut, sich nicht immer verstellen zu müssen. Sie nahm einen Schluck Tee und spürte, wie die Wärme ihren Körper durchströmte. Vielleicht sollte ich mir öfter bewusst machen, dass ich nicht immer alles schaffen muss, dass es in Ordnung ist, mir Pausen zu nehmen, ohne schlechtes Gewissen. Während sie auf dem Sofa saß, nahm sie ihr Handy in die Hand. Ein Video erschien auf ihrem Bildschirm. 5 Fibromyalgie-Hacks, die dein Leben leichter machen. Genau das könnte sie jetzt gebrauchen. Wenn du magst, schau auch mal rein. Vielleicht ist ja ein Tipp dabei, der dir hilft. Danke fürs Zuhören und denk daran, du bist mit deinen Herausforderungen nicht allein.